Howdy, heute wollen wir uns mit dem Thema Firmengründung in Texas befassen. Wie du siehst, ich habe schon sehr passend einen solchen Stroh-Cowboy-Hut auf. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Kostüm. Ich habe tatsächlich lange Jahre in Texas gelebt und dort auch eine Ranch gehabt, wo ich mit meiner Familie gelebt habe. Daher der Hut, ich ziehe den gleich ab. Es gibt übrigens hier eine Etikett betreffend diesen Cowboy-Hüten. Viele wissen es nicht. Von Memorial Day, also von Mai bis Labor Day im September, zieht man den Strohhut auf und dann von September, also von Labor Day bis Memorial Day im Mai, den Filzhut. Firmengründung in Texas, für viele ein sehr interessantes Thema, denn Texas ist der führende Staat in den USA, wenn es um Investitionen aus dem Ausland geht. In keinem Staat wird mehr investiert. Texas hat die 9. größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man die Texas getrennt sehen würde vom Rest der USA, ein unheimlich großer Staat. Ungefähr 3-mal so groß wie Deutschland, ungefähr so groß wie die Iberische Halbinsel, also Portugal und Spanien zusammen. Du fährst von Ost nach West locker mal 9 Stunden mit dem Auto. Warum ist Texas interessant? Nun, zunächst mal die geografische Location. Texas liegt direkt in der Mitte der USA. Du hast also ungefähr zur Ostküste die gleiche Distanz wie zur Westküste. Das gilt sowohl, wenn du jetzt hier Waren hin und her schicken müsstest, als auch wenn du zu Terminen in die eine oder andere Richtung fliegen müsstest. Liegt also sehr zentral. Dann hat Texas natürlich eine Sammlung der größten Städte letztlich der USA. In dem sogenannten Texas Triangle haben wir Houston, Dallas, San Antonio, Austin. Diese 4 Städte kannst du alle innerhalb von 4 Stunden mit dem Auto erreichen. Ist also sehr interessant als lokaler Markt. Dort leben ca. 30 Millionen Menschen. Dann hat Texas natürlich ein sehr businessfreundliches Klima. Viele Regelungen, die es in anderen Bundesstaaten gibt, gibt es in Texas nicht. Texas hat keine Einkommensteuer auf Bundesstaatsebene. Du musst natürlich wissen, wenn du dort leben würdest oder dort Mitarbeiter hast, müssen natürlich alle im Bund Steuern bezahlen, also an die IRS, und das ist der weitaus größere Teil. Aber eben im Bundesstaat gibt es keine. Deswegen ziehen ja so viele Milliardäre und reiche Menschen nach Texas, von Kalifornien zum Beispiel, siehe Elon Musk. Auch ist Texas sehr interessant, was die Besteuerung von Unternehmen anbelangt. Es gibt nämlich keine Körperschaftssteuer auf Bundesstaatsebene. Auch hier natürlich beachte, die Körperschaftssteuer, die du bezahlen musst, ist im Bund, die ist weitaus höher als die in den Bundesstaaten. Ja, also lass dich hier nicht irgendwie falsch informieren. Was es in Texas gibt für Unternehmen, ist eine sogenannte Franchise Tax. Das ist eine Steuer, die wird auf den Umsatz fällig. Die ersten ungefähr 1,3 Millionen Umsatz sind davon befreit. Und danach ist die Steuer circa 0,3%. Das heißt also, bei 1 Million Umsatz über den 1,3 Millionen würdest du circa $3.000 Steuern in Texas bezahlen, die sogenannte Franchise Tax. So, das sind die Vorteile, die für Texas als Standort sprechen. Natürlich, wie gesagt, mir liegt Texas besonders am Herzen. Ich habe dort lange gelebt, bin heute auch noch sehr oft dort, verbringe rund die Hälfte meiner Zeit in Texas, und zwar in Austin, wo sich unser amerikanisches Büro befindet. Austin ist so eine der am schnellsten wachsenden Städte in den USA, in den letzten 10, 20 Jahren schon gewesen. Dort hat sich so richtig ein Tech-Hub entwickelt, ein Venture-Capital-Hub. Viele Startups sind dort nach oben geschossen. Auch viele bekannte Marken kommen ja zum Beispiel daher. Man denke zum Beispiel an Dell. Austin hat ungefähr 2 Millionen Einwohner, die Metro. Tolles Klima, ist natürlich sehr heiß im Sommer, wird aber nie richtig kalt. Wobei über das Wetter in Texas, da könnte man ein eigenes Video machen. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Wer also ein tatsächlich authentisch amerikanisch-texanisches Business-Klima in den USA sucht und sich vielleicht denkt, naja, New York ist mir viel zu teuer, Kalifornien ist von der Zeitverschiebung her zu weit weg, Florida passt zu meinem Business nicht, das klingt eher so nach Freizeit, wer also wirklich was Businessmäßiges machen möchte in den USA, der ist eigentlich in Texas sehr gut beraten und wie gesagt speziell
In Austin hast du dort hervorragende Bedingungen, um ein Business in den USA zu gründen. Und auch wenn du dir überlegst, dorthin zu ziehen mit deiner Familie, hast du natürlich dort ein wirklich herrliches Leben, was dir bevorsteht. Wie ich schon gesagt habe, tolles Wetter, tolle Gegend, tolle Freizeitangebote, die du dort wahrnehmen kannst. Befassen wir uns zunächst mal mit den verschiedenen Rechtsformen, die es in Texas gibt. Dort sind im Wesentlichen natürlich die gleichen Rechtsformen vorhanden wie auch sonst in den USA. Wir haben zunächst die LLC, die mit Abstand beliebteste Rechtsform in den USA. Es gibt letztlich in Deutschland und in Europa keine entsprechende Gesellschaft. Stell dir die LLC letztlich vor als ein Hybrid. Wir haben gesellschaftsrechtlich eine Kapitalgesellschaft, steuertechnisch aber eine Personengesellschaft, wie zum Beispiel eine KG. Das heißt, die Gesellschaft an sich bezahlt keine Steuern. Steuern zahlt letztlich dann der einzelne Gesellschafter. Einfach zu gründen, einfach zu führen, für viele die ideale Rechtsform. Nicht allerdings, wenn du in Deutschland wohnst, denn dann kannst du alle möglichen Probleme bekommen, wenn du eine amerikanische LLC besitzt, weil eben dieser Rechtstypenvergleich in Deutschland nicht möglich ist. Es gibt immer wieder Gerichtsurteile. Schau mal online dazu nach, wo jemand eine US-Gesellschaft, eine LLC gegründet hat, um auch US-Geschäft zu machen, aber dann jede Menge Nachteile in Deutschland hatte, wenn es um Gewinnausschüttung und Besteuerung in Deutschland ging. Allen deutschen Kunden raten wir daher zur C-Corporation, also das ist eine Aktiengesellschaft, auch sehr weit verbreitet natürlich in den USA, funktioniert letztlich wie eine deutsche AG, kann man sagen. Man hat ein Stammkapital, da gibt's in den USA keine Vorschriften dazu. Ist auch, was die Bonität anbelangt, völlig egal. Kann also $100 sein, kann $1000 sein, kannst du machen, wie du möchtest. Dann gibt es eine Geschäftsführung, dann gibt es die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Geschäftsführung und die Geschäftsführung führt das Unternehmen. Besteuerung eben Körperschaftssteuer. Im Bund werden 21% fällig und dann nochmal möglicherweise die Franchise-Tax, wenn der Umsatz über 1,2 Millionen ist in Texas. Wenn du dann Gewinne ausschüttest, müssen natürlich die Aktionäre möglicherweise Steuern darauf bezahlen. Wenn es eine deutsche Muttergesellschaft gibt, kann ja normalerweise quellensteuerfrei ausgeschüttet werden. Wenn die Ausschüttung an natürliche Personen erfolgt, wird in den USA Quellensteuer fällig und dann nochmal eine Steuer an deinem Wohnsitzland. Wenn du nun tatsächlich eine Personengesellschaft in den USA gründen möchtest, also eine Gesellschaft zum Beispiel wie eine KG, dann rate ich dir dazu, die Limited Partnership in den USA und hier in Texas zu gründen. Die funktioniert genau gleich wie eine GmbH und Co. KG und ist auch im Rechtstypenvergleich voll in Deutschland anerkannt. In diesem Fall dann wird der Kommanditist in den USA beschränkt steuerpflichtig. Du versteuerst also die von der LP erwirtschafteten Gewinne in den USA. Das kann unter Umständen recht attraktiv sein. Unter Umständen zahlst du hier nur 25% Steuern insgesamt. Ja, das heißt, sowohl dann in den USA und in Deutschland kommen keine weiteren Steuern obendrauf aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens. Die LP hat einige Sonderheiten. Das heißt, du musst natürlich immer die Gewinne ausschütten an die Investoren. Nicht immer ist das gewollt. Also dazu führt man am besten dann mal ein Beratungsgespräch. Ein Sonderfall, der ganz oft gewählt wird, ist der folgende. Die Gesellschaft wird zunächst in Delaware gegründet. Delaware deswegen, weil Delaware hier entsprechend der Standard ist eigentlich in den USA, was Gesellschaftsgründung anbelangt. Steuerliche Vorteile gibt es überhaupt keine, sind auch beim Registersitz nicht relevant. Aber eben viele internationale Anwaltskanzleien machen das so für ihre ausländischen Mandanten und auch inländische Mandanten übrigens. Das heißt, die Gesellschaft wird in Delaware angemeldet und der Verwaltungssitz wird dann in Texas angemeldet, sozusagen eine Niederlassung eingetragen und die Steuern werden natürlich dann in Texas bezahlt. In Delaware muss nichts gemacht werden. Die US-Gesellschaften sind ähnlich in der Verwaltung und Buchhaltung wie zum Beispiel deutsche Gesellschaften oder generell Gesellschaften in westlichen Ländern. Das heißt, man muss natürlich Buchhaltung machen. Man muss eine Steuererklärung jährlich einreichen. Die wird am 15.04. fällig mit Fristverlängerung am 15.10. Eine Mehrwertsteuer gibt es in den USA nicht. Das heißt, quartalsweise Mehrwertsteuererklärungen
sind zwar nicht erforderlich, aber viele Unternehmen, besonders jene, die Produkte verkaufen, müssen mit der Sales Tax zurechtkommen. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht. Abschließend wollte ich noch 3 Dinge zum Thema Visum sagen. Wenn du dir überlegst, eine Gesellschaft in den USA zu gründen, um dann selbst dorthin umzuziehen, hast du im Wesentlichen 3 Optionen. Erste Option L1-Visum. Unter der Annahme, dass du ein Unternehmen in Europa oder Deutschland hast und dieses Unternehmen dich in die USA schickt, um dort das Unternehmen aufzubauen, kannst du das L1-Visum verwenden. Sehr gutes Visum, keine Investition in den USA notwendig, kannst du später in eine Green Card umwandeln, also ziemlich gut. Zweite Möglichkeit, Investorenvisum, E2, sogenanntes Treaty Investor Visa. Damit kannst du dann letztlich einen gewissen Betrag in den USA investieren, in deine eigene Firma. Ich sage immer so mindestens 50.000, je mehr, je besser. Und erhältst dann für dich und deine ganze Familie ein Visum, was 5 Jahre gültig ist und letztlich immer wieder erneuert werden kann, solange das Unternehmen in den USA existiert. Interessant für alle, die kein Unternehmen in Deutschland haben oder nur ein sehr kleines Unternehmen in Deutschland haben. Dritte Möglichkeit, das E1-Visum, das Treaty Trader Visum. Das funktioniert, wenn du schon heute mit deinem deutschen oder österreichischen Unternehmen sehr viel Umsatz mit den USA machst. Das heißt also, wenn der Großteil deines internationalen Umsatzes mit den USA erfolgt, kannst du möglicherweise dieses Visum beantragen. Ist auch sehr interessant, denn du musst kein Investment machen, du brauchst keinen Businessplan. Du kannst einfach aufgrund der Trading-Historie zwischen deinem Unternehmen und den USA das Visum erhalten, 5 Jahre lang gültig, hervorragend. Wenn du gerne in Texas ein Unternehmen gründen möchtest und oder in die USA umziehen möchtest oder auch in einem anderen Bundesstaat, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packen wir hier unten in die Beschreibung rein. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wir können uns gerne auch in Austin natürlich treffen und dort das Beratungsgespräch durchführen, wenn du in der Gegend bist. Ich habe eine sehr gute Zeit in den USA gehabt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich weiß, es gibt viele Vorurteile gegenüber Texas. Die würde ich alle mal hinten anstellen. Erlebe das Ganze mal selbst und dann entscheide selbst, wie du darüber denkst. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.